Ich bin hier unten. Also mit Photoshop geht's viel einfacher. Sorry, aber ein bisschen Spaß muss sein. Oh. Hallo meine Lieben, heute beseitige ich noch ein paar unschöne Stellen und dann geht der Kampf gegen den Rost los. Viel Spaß! Ich will mit dem Kofferraum beginnen. Da habe ich auch schon eine Kleinigkeit gemacht, weil ich unbedingt meinen neuen Schweißpunktbohrer testen wollte. Vielleicht können sich noch einige von euch daran erinnern, dass der hier hinten rechts einen leichten Ditcher hatte. Ich zeige euch das nochmal. Da ist der Längsträger hier hinten gestaucht. Den habe ich aus meinem Schlachter vorsichtig rausgeschnitten. Und hier in dem wieder eingeschweißt. Und so sieht es jetzt aus. Ich würde mal sagen, kann man so lassen, oder? Hier noch ein kleiner Vorher-Nachher-Vergleich. Als nächstes beseitige ich den Murks hier am Rücklicht. Da hat irgendein Volldepp das Blech hier rausgeschnitten. Warum auch immer. Ich weiß es nicht. Das Blech habe ich aus dem Spender rausgeschnitten und will es so hier einsetzen. Ich fixiere das Blech mit ein paar Schrauben und Muttern. So kann es mir nicht wegrutschen und ich kann ganz in Ruhe anzeichnen. Ich habe das Auto gedreht und angehoben. So kann man besser filmen und mehr Platz ist hier auch. Nun zeichne ich mir das an. Blöderweise habe ich nur einen schwarzen Edding hier. Und schwarz auf schwarz ist nicht so gut sichtbar. Aber es geht. Danach kommt das Blech wieder ab. Den Strich kann man einigermaßen erkennen, kriege ich schon hin. Hierfür nehme ich meine Spielzeugflex. Damit kann ich einen engeren Radius schneiden und man kommt überall gut ran. Nun dauert es mit der ewig lange, weil die überhaupt keine Power hat. Wenn man da ein bisschen doller drückt, bleibt die gleich stehen. Aber ich habe ja Zeit und für euch lasse ich es im Schnelldurchlauf durchlaufen, damit euch nicht langweilig wird. Beim Flexen Schutzbrille und Gehörschutz nicht vergessen. Längere Haare wegbinden. Handschuhe soll man bei drehenden Maschinen nicht tragen, ich weiß. Aber wenn ich bei so einem Blech hier flexe, entsteht am Rand immer ein Grat. Der ist so scharf wie eine Rasierklinge. Darum trage ich bei solchen Arbeiten immer Handschuhe. Ich habe mich schon viel zu oft bei sowas geschnitten und es geht richtig tief rein ins Fleisch. Aber kann ja jeder machen, wie er will. Mann, ist das ein Mist mit der Babyflex. Die ist ja laufend stehen geblieben. Aber der Ausschnitt ist ganz gut geworden. Nur hier oben bin ich ein Milli zu hoch gekommen. Aber das ist nicht so schlimm, das kriege ich alles hin. Jetzt entgrate ich noch alles und dann kann ich das Blech anpassen. So, ich habe auch gleich die Ränder sauber geschliffen, damit man beim Schweißen vernünftigen Kontakt hat. Ich habe das Blech schon rangehalten und es geht eigentlich. Hätte besser sein können. Aber weil man überall so schlecht rankommt, gerade hier an den Ecken,
Es ist echt schwierig, das Ganze sauber auszuschneiden. Jetzt fixiere ich das Blech mit Magneten. Dann wird nochmal alles ausgerichtet, damit es richtig sitzt. Sieht gut aus. Ich mache jetzt das Schweißgerät fertig und dann wird an den 4 Ecken ein Schweißpunkt gesetzt, so dass es leicht angeheftet ist. Dann kommt das Rücklicht rein. Wenn alles passt, kann man das Blech umlaufend verschweißen. Wenn nicht, kann man die Schweißpunkte ganz leicht wieder auftrennen und nochmal nachkorrigieren, bis es passt. Gerade hat mich mein Cousin daran erinnert, dass der Sensor von der Kamera Schaden nehmen könnte, wenn man solche Schweißaufnahmen macht. Das haben mir damals auch schon viele Zuschauer geschrieben. Hatte ich schon ganz vergessen. Da braucht man wohl einen speziellen UV-Filter oder so. Es wäre ja echt eine Katastrophe, wenn die Kamera kaputt gehen würde. Das hättet ihr auch schon vor dem Schweißen einführen können. Na egal, ich hole mal das Rücklicht. Da ist es. Mal sehen, ob es passt. Sieht super aus. Als nächstes nehme ich die Magnete ab und schweiße einmal alles komplett zu. Ich lasse die Kamera jetzt nicht mitlaufen. Ich muss mir erstmal einen UV-Filter kaufen. Hoffentlich ist sowas nicht zu teuer. Bis gleich. Mir ist gerade eingefallen, dass ich noch eine alte Kamera habe. Und wenn bei der Sensor kaputt geht, ist es halb so schlimm. Die hat jetzt auch kein Top-Bild und der Ton ist auch schlecht, aber das ist kein Problem. Da das Schweißen sowieso eine ganze Weile dauert, lasse ich es im Schnelldurchlauf durchlaufen. Probieren wir es mal. Mit der Kamera war es gar nicht mal so gut. Nur hat sich der Akku circa bei der Hälfte verabschiedet. Ist ja auch kein Wunder, die ist schon uralt. Aber wir haben wenigstens ein paar Aufnahmen damit hingekriegt. Und das ist auch schon mal was wert. Das Blech ist eingeschweißt oder besser gesagt eingebraten. Ich kann dünne Bleche echt nicht gut schweißen. Ey, nicht so dicht dran, sonst sehen ja die Leute den Box. Da kriege ich wieder schlechte Kommentare. So, jetzt werde ich noch meine wunderschönen Schweißpunkte verschleifen. Das mache ich mit einer 40er Fächerscheibe. Und da, wo ich nicht so gut rankomme, nehme ich meine Elektrofeile. Ich habe das untere Blech mit Gewebeband abgeklebt, damit ich es nicht mit abschleife. Gefühlte 10 Stunden später endlich fertig mit Verschleifen. Sieht aber ganz gut aus. Ich weiß noch nicht, ob ich es später verzinne oder nur satt grundiere. Muss ich noch sehen. So, als nächstes geht es den Rost an den Kran. Ich will mit der Ecke hier im Kofferraum anfangen. Da ist es am schlimmsten. Um überall vernünftig ranzukommen, nehme ich erstmal den Entlüfter raus.
Und der Stoßstangenhalter kommt ab. Der ist hier mit 2 Schrauben befestigt. Die schraubt man mit einer 8er-Nuss raus. Bei dem Lüfter braucht man nur die Nasen reindrücken. Und dann einfach nach innen durchschieben. Fertig. Jetzt kommt der Auspuffhalter raus. Ich zeige euch das am neuen Teil. Der ist 4-mal an der Seitenwand angepunktet und 4-mal am Längsträger. Ich will jetzt versuchen, mit der Blechschere die Laschen hier einfach durchzuschneiden. Wenn man so gar nicht an die Schweißpunkte rankommt. Aber wenn das ganze Teil raus ist, kann ich ganz bequem die Schweißpunkte bearbeiten. Ich werde mit WD-40 erstmal die beiden Flächen hier sauber machen, denn ich glaube, die haben da auch noch ein paar Schweißpunkte gesetzt. Das sieht so aus, als ob hier einer ist und auf der Seite da und da. Ich würde mal sagen, schneiden wir erstmal die Laschen durch und dann schauen wir mal. An dem hier bin ich nicht rangekommen. Den schneide ich jetzt mit dem Multitool durch. Die Laschen sind alle ab, aber das Blech bewegt sich keinen Millimeter. Also müssen die Schweißpunkte noch ab. Ich habe mir so ein Schweißpunktbohrerset billig gekauft und habe die auch schon ausprobiert. Also ohne die dazugehörige Maschine sind die kaum zu gebrauchen. Schade eigentlich, da habe ich mir mehr von erhofft. Muss ich es eben auf die altmodische Art und Weise machen und die runterschleifen. Unglaublich, die haben das Teil tatsächlich noch mit 8 Schweißpunkten angebraten. Und an die beiden hier hinten bin ich kaum rangekommen. Zum Schluss habe ich nur voll drauf gehalten, ohne Rücksicht auf Verluste. Und hier sieht man auch das Desaster. Ich habe mir 2 fette Löcher ins Blech geschliffen. So ein Scheiß. Aber ich muss sagen, dass es unterm Blech besser aussieht, als ich dachte. Und das ist schon mal gut. Ich mache hier erstmal alles sauber und mache die Laschen ab. Und dann geht's weiter. Die Laschen sind alle ab. Jetzt werde ich mit so einer Zupfbürste den ganzen Bereich hier metallisch blank machen, damit ich sehe, wie weit sich der Rost durchgefressen hat. Das mache ich auch von außen und von unten. Ach so, hatte ich ganz vergessen zu erwähnen. Bei solchen Arbeiten trage ich immer so ein Visier und eine Staubmaske. Wenn so ein Draht von der Zupfbürste abfliegt, ist es wie ein Geschoss.
Und das möchte ich nicht im Auge oder im Gesicht haben. Sieht zwar scheiße aus, aber Sicherheit geht vor. So, jetzt kann man erst richtig sehen, dass es hier auch schon ganz schön vergammelt ist. Da muss ich das Blech so ausschneiden und ein neues einsetzen. Die Löcher muss ich dann auch neu bohren. Hier sieht es auch nicht viel besser aus. Das Loch hat man ja schon vorher gesehen. Aber hier sind überall so Stellen, wo das Material schon ganz schön angegriffen und auch teilweise durch ist. Hier mache ich einfach kurz einen Prozess und schneide das ganze Gelumpe komplett so raus und setze wieder ein neues Blech ein. In die Ecke bin ich mit der Maschine nicht rangekommen. Das werde ich gleich mit Glasperlen Sandstrahlen. Mal sehen, ob es mit der 10 € Sandstrahlpistole klappt. Hier habe ich das Profi-Gerät. Es ist ziemlich einfach zu handhaben. Hier unten ist ein Behälter, wo das Strahlgut reinkommt. Der hat einen Bajonettverschluss. So, nun kann man es befüllen. Ich nehme Glasperlen mit 100 bis 200 Mikronen. Das reicht. Behälter wieder dran und Feuer frei. Funktioniert einigermaßen, wie man sieht. Die Ecke ist blitzblank. Nur sieht es danach aus wie in der Wüste. Und Sandstrahlen in engen Räumen und dabei drehen ist keine so gute Idee gewesen. Kann ich wirklich nicht empfehlen. Da ist die Linse schneller ihr Sandstrahlt als das Blech. Ich habe gerade auf die Uhr geschaut und irgendwie ist die Zeit wie im Flug vergangen. Es ist schon ziemlich spät geworden. Da würde ich sagen, machen wir erstmal Schluss für heute. Und im nächsten Video geht es dann weiter. Bis dahin muss ich dann noch ein paar Quadratmeter Bleche besorgen. Damit wir genug da haben, um alle Löcher bei dem zu stopfen. Bleibt mir bis dahin alle schön gesund. Und wenn euch das Video gefallen hat, lasst mir einen Daumen nach oben da. Und wenn ihr mich immer noch nicht abonniert habt, auf den Abo-Button draufklicken. Also, bis zum nächsten Mal. Eure Regina.